Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute vom Dreschen. Wie ihr seht, es war hier schon angefangen. Ich werde jetzt hier weitermachen. Ich fahre jetzt mit unserem W650 mit 6,70 Meter Schnittbreite. Allgemeines zum Mähdrescher. Also hier, ich bediene den Mähdrescher hauptsächlich mit Multifunktions-Joystick. Hier verstelle ich die Arbeitshöhe oder hebe aus, senke ab, manuell. Hier kann ich das so schräg verstellen und neigen. Hier bediene ich die Haspel, das kann ich jetzt mal machen. Hier nach oben, nach unten, ausfahren und einfahren. Hier oben kann man das Abtankrohr außen einfahren und hier unten auf den gelben Knopf laufen lassen. Hier sieht man, wie auch in der 30er Serie Schlepper, hier das allbekannte Command Center verbaut, nur natürlich mit anderen Funktionen. Hier kann man jetzt zum Beispiel die Drehzahl vom Reinigungsgebläse sehen, die Einstellung der Siebe, die Geschwindigkeit der Dreschtrommel und lauter so Sachen. Wie man sieht, es ist schon 9 Uhr. Im Mähdrescher versucht man immer so viele Stunden wie möglich am Tag zu fahren, um die Ernte so schnell wie möglich einzufahren, wenn das Getreide reif ist. Denn es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn das Getreide reif ist, nicht geerntet werden kann, weil der Mähdrescher noch nicht so weit ist oder weil es einfach von der Zeit her nicht reicht. Darunter dann das Korn in der Ähre leidet und dann die Qualität schlechter wird. Hier rechts sieht man hier oben als erstes, dass ich auf Stufe 2 fahre, was alles eingestellt ist. Und hier sieht man auch schon, dass es pendelt, dass er die Neigung ausgleicht oder die Unebenheiten. Dann als nächstes hier haben wir die Verluste. Die haben wir jetzt so kalibriert, dass wir normalerweise versuchen, unterhalb der Mitte zu bleiben. Das ist so ein guter Mittelwert zwischen ausreichend Fahrgeschwindigkeit und dass wir nicht zu viel hinten rausblasen. Dann hier unten sehen wir noch die Tankanzeige, die Fahrgeschwindigkeit, die Geschwindigkeit des Windes und den Abstand zur Dreschtrommel vom Dreschkorb.
Macht einfach Spaß mit so einem Wagen. Wir tanken nicht immer während der Fahrt ab, da es nicht immer möglich ist, mit dem Tandemkipper alles abzufahren, auch wenn es weitere Strecken sind. Da fahren wir mit unseren 18-Tonner Zügen, entweder mit den Rudolf oder mit den älteren Kippern oder mit unserem Sattel mit Dolly-Achse.